Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße euch heute zu einer weiteren Folge. Heute mit dem Thema Autopolieren Level 2 für Fortgeschrittene. Heute wollen wir das Polieren mal ins nächste Level heben sozusagen. Wir wollen mit der Poliermaschine polieren und zwar genauer mit der Exzenter Poliermaschine. Worauf es dabei ankommt, worauf man achten muss, wie man am besten vorgeht, das wollen wir euch hier zeigen. Wir haben uns auch ein schön zerkratztes Auto ausgesucht. Wir blenden euch auf jeden Fall gleich mal Bilder von dem Zustand ein. Wir haben auch mit Absicht dieses Bauteil hier ausgewählt, weil Polieren einer Motorhaube zeigt sich immer super, aber leider haben wir nur eine Motorhaube und dafür viele Türen, Kotflügel, Rundungen und Ecken. Deswegen haben wir ein Bauteil ausgesucht, wo wir zum einen schmale Stellen haben, aber auch solche Rundungen hier und noch einen Türgriff und wollen euch einfach mal zeigen, wie man da vorgehen kann. So, bevor wir anfangen, ist es immer wichtig, Kunststoffteile abzukleben. Generell kann man bei vielen Fahrzeugen sagen, lieber ein bisschen mehr abkleben als zu wenig, weil es einem einfach am Ende die Nacharbeit, das Reinigen, das Entfernen der Politurreste erleichtert und erspart. Aber gerade bei so einem Lack, das ist ein schwarzer französischer Lack, der ist sehr, sehr weich. Da klebe ich wirklich nur Teile ab, die durch die Politur kaputt gehen würden. Also Kunststoff, Gummileisten und solche Sachen. Und eventuell nochmal eine tiefe Ritze, wo ich wirklich mit keinem Werkzeug rankomme. Aber wenn ich jetzt anfange, jede Ritze hier abzukleben, dann schmiere ich mir am Ende mit den Kleberesten, die ja da drauf sind, die schmiere ich mir wieder meinen Lack und dann kann es passieren, dass ich damit Kratzer verursache. Deswegen bei sehr empfindlichen Lacken so viel abkleben wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist immer relativ wichtig. Ist auch immer so eine Philosophie-Sache, ne? Jeder macht das ein bisschen anders. Wir machen das jetzt in dem Fall nicht, weil wir mit der Exzenter arbeiten und einfach, wie gesagt, durch diese Klebereste uns alles überall reinziehen würden. Ein weiterer Punkt ist, man könnte natürlich jetzt auch, wenn man das professionell macht, den Türgriff relativ einfach aufbauen, vor allen Dingen bei dem Fahrzeug. Dann würde man hier sehr gut rankommen. Aber wir wollen euch einfach mal zeigen, wie ihr auch einfach nur als Fortgeschrittene, Nicht-Profis hier arbeiten könnt, ohne den Türgriff abzubauen. Bevor man richtig anfängt, muss man sich erstmal die Frage stellen, welches Polierpad brauche ich eigentlich, welche Politurstärke brauche ich, um diese Defekte bestmöglich zu beseitigen. Normalerweise geht man so vor, oder wenn man es wirklich nicht weiß, wie der Lack sich verhält und wie stark die Kratzer sind, geht man so vor, dass man erstmal sich einen kleinen Bereich abklebt, an diesem Bereich mit der mildesten Kombination anfängt, die man hat, also zum Beispiel Finish-Politur und weiches oder mittelhartes Pad, dort seinen Durchgang poliert und guckt, wie das Ergebnis ist. Wenn man noch nicht zufrieden ist, geht man so weit runter, bis man sagt, mit diesem Ergebnis bin ich zufrieden oder das ist das, was ich erreichen möchte. An diesem Punkt sage ich, okay, das ist meine Kombi, mit der ich arbeite und fange von da an wieder mich nach oben zu arbeiten. Also nehmen wir an, es wäre jetzt ein Medium Cut und ein hartes Pad, würde ich sagen, okay, Medium Cut, hartes Pad, korrigiere die Defekte und gehe dann wieder hoch, vielleicht ein Medium Cut, weiches Pad oder Finish, mittelhartes Pad und dann bis hin zu dem Glanzgrad, den ich auch wieder erreichen will. Wie man genau das mit dem Testspot macht und wie man rausfindet, welche Kombination man braucht, seht ihr dann nochmal ganz ausführlich und auch an Beispiel gezeigt im Level 3 für Profis. Bei diesem Zustand ist mir jetzt schon relativ klar, dass ich eine harte Kombination brauche. Also es ist noch nicht so, dass ich das härteste brauche, oder das schärfste in Fell und Mikrofaser, aber ich nehme auf jeden Fall eine Heavy Cut, also eine Schleifpolitur und ein hartes Pad, um hier wirklich Defekte zu korrigieren. Insbesondere um den Türgriff sehe ich schon sehr stark, dass es da schon sehr übel aussieht. Da brauche ich mit einem anderen gar nicht. Beim ersten Mal Politur aufs Pad geben, benutzt ihr immer etwas mehr. Es liegt einfach daran, dass der Schaumstoff sonst trocken ist und er arbeitet halt nur dort, wo Politur auch ist, weil eben die Politur die Schleifkörper enthält und schleift. Deswegen benutze ich am Anfang eigentlich zu viel. Also ihr werdet auch gleich sehen, es wird relativ schwer sein, das komplett durchzufahren. Aber es ist einfach wichtig, dass der Polierschwang komplett benetzt ist. Es gibt einige Leute, die verteilen es sich jetzt mit dem Finger, können es nochmal einsprühen und da gibt es wirklich eine Wissenschaft, das nennt sich dann Pad Priming. Dazu werde ich vielleicht auch nochmal einen Theorieartikel machen, falls da Interesse da ist, schreibt es mal in die Kommentare. Aber wir sind jetzt hier in einem Bereich für Fortgeschrittene. Ich würde sagen, verteilt euch das mit dem Finger, wenn ihr wollt. Wenn nicht, fangt einfach mal an. Wir werden hier in dem oberen Bereich anfangen, werden uns dann hier runterarbeiten und auch den Radlauf mal zum Teil mitmachen, damit ihr auch mal so, sage ich mal, ein bisschen schwierige Bereiche wie eben diese Rundungen und auch Kanten seht. Das, was ich mir jetzt hier abgeklebt habe, solltet ihr natürlich nicht machen. Das dient einfach nur nachher dafür, damit wir den Vorher-Nachher-Effekt. Ganz wichtig ist, legt euch das Kabel über die Schulter oder besorgt euch einen Karabiner, also einen Karabinerhaken, den ihr an die Hose macht, dann könnt ihr das Kabel da durchführen. Weil ich relativ oft hin und her laufe, finde ich das für mich unpraktisch, weil ich den immer ab und an machen muss. Deswegen lege ich es mir über die Schulter und achte darauf, dass es nicht runterfällt. Das hat einfach den Grund, wenn ich das nicht mache und hier arbeite, kommt das Kabel gegen den Lack und genau das will ich verhindern. Deswegen fange ich jetzt hier oben an, indem ich einfach die Politur erstmal hier auftrage in dem Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Macht euch den Bereich nicht zu groß, weil ihr euch sonst sehr doll bewegen müsst und das geht dann in den Rücken. Wir empfehlen auf einer geraden Fläche 40 x 40 oder eben so, wie man sich bequem fühlt. Passt halt nur die Politurmenge entsprechend an. Anschließend stellen wir die Poliermaschine auf Stufe 1 und verteilen die Politur.
Auf Stufe 1 ist es noch nicht so wichtig, dass sich der Polierteller immer dreht. Hier geht es wirklich nur darum, die Politur zu verteilen. Und was man jetzt auch hier sieht, was ich vorher angekündigt habe, wir haben ja eigentlich viel zu viel Politur, aber damit müssen wir in dem Bereich jetzt leben. Ansonsten ist es sehr wichtig, dass sich bei der Exzenter, die sich ja exzentrisch bewegt, also in einer zufälligen Achtbewegung, wenn man so will, und auch rotativ bewegen soll, dass man eben darauf achtet, dass die Rotation geschieht. Es liegt einfach daran, dass bei den meisten Exzentermaschinen, es gibt auch Ausnahmen, die Rotation nicht vom Motor mit angetrieben wird, sondern nur von dieser Exzenterbewegung passiert. Wenn man jetzt nicht darauf achtet, wir zeigen euch das auch gleich, und die Maschine verkantet, würde die Rotation aufhören. Man hat einfach viel, viel weniger Polierleistung und ein ungleichmäßiges Polierergebnis. Deswegen macht euch entweder eine Markierung an den Polierteller, dass ihr immer gut erkennen könnt, ob er sich dreht, oder bei dem hier habe ich schon so einen Druck drauf, dadurch kann ich es auch gut erkennen. Aber achtet jetzt einfach mal drauf, wenn ich poliere, dann zeige ich das einfach mal. Ich stelle jetzt dafür erstmal auf Stufe 3 oder 2, damit ich gut diese Rotation zeigen kann. Ihr seht also, es gibt verschiedene Situationen, in denen der Teller einfach stehen bleibt. Das kann sein, weil das Pad nicht gleichmäßig aufgelegt ist, also dann verkantet, oder weil ich zum Beispiel zu viel Druck habe. Es hilft nicht, immer auf Stufe 6 zu stellen, weil da dreht der Teller gut, sondern man sollte wirklich am Anfang vielleicht an einem Testobjekt auf Stufe 2 oder 3 arbeiten, um sich diese Technik anzugewöhnen. Stufe 1 macht auch keinen Sinn, weil der Teller dann viel zu schnell stehen bleibt. Ich arbeite jetzt hier so auf Stufe 5, damit ich auch ein bisschen Ergebnis erreiche. Achte natürlich trotzdem darauf, dass die Maschine gerade bleibt und der Teller sich dreht. Ich werde ihn auch gleich nochmal verkanten, damit ihr seht, dass er auch jetzt auf Stufe 5 stehen bleibt. Nicht, dass ich jetzt hier schummel. Vom Druck her, je mehr Druck ich gebe, desto mehr Abtrag habe ich bei diesen normalen Exzentermaschinen. Ich würde mal sagen, es ist ein moderater Druck. Also ich übe schon ein bisschen Druck aus, aber nicht zu doll. Spätestens, wenn die Maschine anfängt, ein bisschen zu jaulen, habe ich definitiv zu viel gemacht. Wenn ihr darauf geachtet habt, habt ihr gesehen, dass ich großenteils im Kreuzstrich gearbeitet habe. Das bedeutet, ich habe bin eine vertikale Bahn mit der Maschine gefahren und eine horizontale. Das hat einfach den Vorteil, dass ich die Bereiche sehr gleichmäßig abarbeite und die Kratzer nochmal von allen Seiten gut ansteuern kann. An bestimmten Teilen, und darauf achtet ihr jetzt bitte, wenn ich nochmal einen zweiten Durchgang mache, macht es auch nicht viel Sinn. Also einfach von der Systematik an dem Bereich hoch und runter zu fahren, macht nicht viel Sinn. Ihr könnt auch mal, wenn ihr jetzt hier an der Ecke ankommt und sagt, okay, ich muss noch darüber, einmal schnell über den Lack gehen und dann hier weiter polieren. Achtet einfach mal so ein bisschen darauf, wie ich das mache. Hier muss jeder so seine eigene Technik erfahren oder für sich herausfinden. Wichtig ist nur, dass ihr immer gleichmäßig alle Bereiche poliert. Ein Durchgang von den Kreuzstrichen bedeutet ein Kreuzstrich vertikal, ein Kreuzstrich horizontal, das bezeichnen wir als einen Durchgang. Einfach nur so von der Anzahl her, um mal die Begriffe zu klären. An der Stelle will ich euch jetzt mal zeigen, hier ist natürlich eine Besonderheit drin. In meiner geraden Fläche, die ich bearbeite, ist auf einmal eine Rundung drin, wo ich auch gerne präzise an der Rundung arbeiten möchte. Jetzt kann man hier Folgendes machen, das ist jetzt schon ein bisschen eine erweiterte Technik. Man kann die Maschine einen Tick höher stellen, sodass sie noch ein bisschen mehr Rotation hat und sie ganz leicht ankanten. Das hat einfach den Vorteil, dass die Seitwärtsbewegung nicht dauernd in das Teil reinknallt, sondern ich trotzdem präzise an der Kante lang arbeiten kann. Das habe ich gerade schon mal gemacht, jetzt will ich es nochmal explizit zeigen. Das bedeutet, ich werde hier starten auf Stufe 5 bis 6. Stufe 5, denke ich mal, wird reichen. Und dann hier rüberkommen und hier einen Halbkreis drum machen, um halt wirklich alle Bereiche bis zum Türgriff fein zu polieren. An so einem Kanten ist es nicht so schwierig, da kann ich mit einem geraden Pad arbeiten. Auch hier war es kein Problem, aber hier an der Kante macht sich das besser. Ihr seht, dass ich auch in dem Fall ab und zu den Winkel der Maschine korrigieren muss. Zwischendurch wird die Rotation zu langsam oder bleibt stehen. Dann passe ich den Winkel einfach nochmal mehr in Richtung glatt aufliegend. Das ist immer das Optimal. An und dann dreht sie sich wieder besser. Das gleiche kann ich hier an der Seite machen, indem ich halt immer von der Kante wegklappe, die Maschine. Das ist natürlich jetzt viel zu übertrieben, also ganz leicht abheben. Eine Sache, die noch wichtig ist, Handschuhe sollten immer sein, ist natürlich Geschmackssache. Wer am Anfang noch ein bisschen unerfahren ist und noch nicht genau weiß, wo spritzt denn Politur hin, wenn sie mal spritzt, kann auch gerne eine Schutzbrille und eine Staubmaske tragen. Aber ich sag mal, moderne Polituren stauben so wenig, dass man die nicht zwingend braucht, aber zum Arbeitsschutz mehr ist natürlich immer besser. Der Bereich ist jetzt hier grundlegend poliert. Wie gesagt, hier in dem Bereich haben wir noch ein bisschen viel Politur, das wird dann einfach nur ein bisschen anstrengender beim Abnehmen. Wichtig ist, dass ihr zum Ende hin immer eine hohe Drehzahl fahrt. Also selbst wenn ihr mal sagt, wir fahren jetzt auf Stufe 3, um einfach nicht so viel Cut zu erzeugen oder einfach ein bisschen langsamer zu fahren, am Ende nochmal einen halben Durchgang hochdrehen, weil dann die Schleifkörper, die in der Politur sind, sich einfach fein zerlegen. Wir werden das Prinzip der Politur nochmal genauer in einem Theorievideo erklären, aber wenn ihr das nicht macht und die Schleifkörper noch sehr groß sind, könnt ihr beim Abwischen Kratzer reinziehen. Den Teil nehmen wir jetzt schon mal grob ab, dass die Politur da runter ist und dann machen wir den unteren Bereich. Wenn ihr das Ergebnis jetzt kontrolliert und seht, wie viel ihr abgetragen habt, könnt ihr natürlich die komplette Oberfläche mit zum Beispiel Isopropanol oder einem Kontrollreiniger entfetten, um das finale Ergebnis zu sehen. Oder ihr fangt euch an, so ein bisschen so ein Auge anzugewöhnen. Ich habe jetzt hier noch viel Schmiererei von der Politur und gerade wenn ich mit einer Heavy Cut arbeite, kann es auch passieren, dass ich Polierspuren habe. Die sind dann sehr gleichmäßig. Das heißt, entweder nehme ich wirklich alles ganz viel ab und versuche dann in Ruhe zu gucken, das kostet aber Zeit. Wenn ich ein bisschen schneller sein will, gucke ich so ein bisschen durch den Schleier durch und sehe, dass ich so gut wie alle Waschkratzer erwischt habe. Wenn ich mal unsicher bin, ist es ein Schleier oder ein Kratzer, wische ich einmal drüber und in dem Moment, wo sich das in irgendeine Richtung bewegt oder verschieben lässt, weiß ich, alles klar, das ist nur Schmiererei. So kann ich jetzt erstmal das Bauteil fortsetzen.
Für den unteren Bereich hier benutze ich jetzt eine kleine Maschine, weil ich einfach mit dem großen Stützteller da nicht klarkommen würde. Viele Exzenter-Poliermaschinen, insbesondere günstigere, sage ich mal in dem Bereich, ab dem wir es empfehlen, verfügen über einen wechselbaren Stützteller, von daher ist das kein Problem. Das Vorgehen ist grundsätzlich das gleiche, dass ich ihm erstmal ein bisschen mehr Politur auftrage, weil ich ein frisches Pad habe und die dann erstmal verteile. Wie ihr genau die Politur verteilt, spielt eigentlich keine Rolle. Ihr könnt sie auch mit ausgeschalteter Maschine verwischen, das ist wirklich relativ egal. Wichtig, dass ihr überall Politur habt. Was ich noch unbedingt zu den Polierpads sagen will, benutzt lieber mehr Polierpads. Also ich sage auf jeden Fall nach jedem Bauteil das Polierpad zumindest mal tauschen, beiseite legen, abkühlen lassen, damit es einfach wieder die originale Stauchhärte annimmt und dann ruhig pro Auto, je nach Zustand, pro Sorte 5 bis 10, 10 ist natürlich jetzt viel, aber mindestens 5 Polierpads benutzen. Sind nämlich die Polierpads verstopft, weil ich trage ja Lack ab und der befindet sich auch im Polierpad. Oder sind die Poren mit Politur zugesetzt, habe ich erstens viel weniger Polierwirkung und verursache mir auch Polierspuren, wie zum Beispiel Hologramme oder einen Grauschleier. Deswegen lieber mal öfter wechseln, die Polierpads kann man waschen, dann hat man einfach mehr Freude am Ergebnis. Hier ist natürlich jetzt die Besonderheit, da müsst ihr jetzt mal versuchen darauf zu achten, wie ich hier arbeite, dass man hier in dieser Kante nicht gerade auflegen kann. Das bedeutet, ich muss versuchen, oberhalb der Kante zu polieren, den oberen Teil der Kante zu polieren und den unteren Teil der Kante zu polieren. Das ist ein relativ schwieriges Bauteil, weil es wirklich eine sehr starke Rundung ist, die dann nochmal abnimmt. Aber versucht einfach mal so ein bisschen darauf zu achten, wie ich das mache und ich sage dazu dann. Wir arbeiten jetzt hier, weil es eine kleine Maschine ist, dadurch auf weniger Radius auch mehr Wirkung sozusagen, weil je kleiner das Medium bei gleicher Kraftübertragung, desto höher ist der Schleifgrad. Deswegen arbeite ich jetzt hier so auf zwischen Stufe 4 und Stufe 5. Mit der Exzenter kann zwar nicht viel passieren, also ich werde hier keinen Lack durchbrennen, weil sie einfach keine Hitze entwickelt und auch keine Hologramme verursachen, aber es ist einfach besser, wenn man das weiß und dann vielleicht die Stufe ein bisschen runterdreht. Bei so einem Bauteil ist es wirklich wenig zielführend, sich stumpf an diesen Kreuzstrich zu halten und zu sagen, ich gehe jetzt hier und gehe rüber und gehe rüber und gehe rüber. Da werdet ihr nur frustriert sein, weil die Maschine dauernd stehen bleibt. Nehmt euch lieber Bereiche, wo ihr seht, die sind ein bisschen gleichartig, da kann ich in einer Maschinenhaltung durchfahren, deswegen habe ich erst den oberen Bereich immer poliert. Dann bin ich hier runtergegangen und bin immer so in so einem Halbkreis mit der Rundung hier rüber gegangen. Das liegt nämlich einfach daran, dass ich immer die Maschinenhaltung ein bisschen anpassen muss. Ne? Wenn ich hier oben bin und an der Stelle arbeite, wo der Knick sich nach oben, also weg vom Auto wölbt, muss ich die Maschine leicht mit der Öffnung so anklappen, also ich sag mal schräg hoch Richtung Beifahrerspiegel, damit ich hier ordentlich mit der größtmöglichen Padauflage in der Kante arbeiten kann. Hier ist es genau andersrum, da muss ich sie zu mir wegklappen, damit oben der Bereich auf der Kante oder auf dem Rundlauf arbeiten kann. Eine wichtige Sache ist noch, wenn ihr genau an Kanten arbeitet, also jetzt genau an diesem Knick hier, arbeitet nicht plump mit der Mitte des Pads drauf, weil ihr dann wirklich nur vielleicht einen Fingerbreiten, also jetzt nicht die Seite, sondern die schmale Seite, Auflagepunkt habt. Das heißt, ihr habt an dem Punkt enorm viel Reibung. Kanten sind eh schon dünn lackiert, da sollte man aufpassen. Arbeitet lieber erst unten bis zur Mitte der Kante, sodass ihr noch mehr Auflagefläche habt und dann oben bis zur Mitte der Kante. Dadurch verteilt ihr einfach die Kraft und das Abtragsvermögen der Exzenter besser auf die gesamte Fläche und macht euch nicht die Kante kaputt. Gerade so eine Teile brauchen meistens länger als eine ganze Motorhaube, weil man da wirklich großflächig arbeiten kann. Man kann auch mit einmal die ganze Motorhaube bearbeiten oder die halbe zumindest. Das ist kein Problem mit genug Politur. Aber hier an so einen Stellen ist es wirklich Detailarbeit und da muss man wirklich darauf achten, dass man ganz genau irgendwie sich ein System ausdenkt und auch ein bisschen rausfindet und miteinander arbeitet. Wir nehmen jetzt die Politur hier erstmal grob ab. Dann zeige ich euch, wie man die Kratzer hier auf jeden Fall minimiert mit relativ einfachen Methoden. Man würde sie auch komplett wegkriegen. Wir gucken mal, wie weit die wegkriegen und dann weggehen und dann machen wir noch die anderen 2 Schritte bis zur perfekten, möglichst defektfreien Oberfläche, die wir jetzt mit diesem Level 2 hinbekommen. Für den zweiten Durchgang verwenden wir ein mittelhartes bis hartes Pad und eine Feinschleifpolitur, also eine Medium Cut wäre dafür so, sage ich mal, der englische und auch landläufige Begriff. Was wir grundsätzlich hier machen, habe ich nochmal in Level 1 erklärt. Also guckt mal da rein, da erkläre ich, wie Kratzer aussehen und wie wir die mit der Politur immer weiter ebnen. Und ihr müsst euch so vorstellen, wenn wir vorher eine sehr grobe Mondlandschaft haben an Kratzern, also Berge und Täler, dann haben wir die jetzt schon mal mit einer sehr groben Welle gerundet sozusagen. Und jetzt glätten wir diese Welle immer feiner, sodass wir eine sehr glänzende Oberfläche bekommen. Wie genau das aussieht, werden wir euch auf jeden Fall nochmal in einer Theoriestunde zum Thema Polieren und Politurzubehör erklären. Das ist sehr umfangreich und würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir nehmen wieder ein bisschen mehr Politur, weil es ja ein neues Pad und gehen dann genauso vor wie vorher. Um den Türgriff zu polieren, gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Gerade wer das beruflich macht oder als Profi kann natürlich den entweder abbauen oder mit einer Mini- oder Nano-Poliermaschine hier den Bereich polieren. Für jeden, sage ich mal, Hobbyanwender würde ich die Handpolitur empfehlen. Mit einem Mikrofasertuch, Druck und einer Heavy Cut, also einer Schleifpolitur, kann man hier eine ganze Menge rausholen. Und das machen wir jetzt mal. Wir nehmen hier von der Heavy Cut Politur, verteilen das erstmal so ein bisschen hier in den Bereich und dann polieren wir, sage ich mal, eigentlich 4 Druck
den Bereich. Ihr könnt in kreisenden Bewegungen arbeiten oder in geraden, das ist relativ egal. Ihr könnt hoch oder runter arbeiten, so wie ihr am meisten oder wie ihr der Meinung seid, dass ihr den meisten und besten Druck aufgeben könnt oder aufbringen könnt. Das machen wir so lange, bis die Politur möglichst durchsichtig wird. Und dann würde ich bei dem Zustand, so wie der aussah, noch einen zweiten Durchgang machen. Das ist jetzt wirklich eigentlich eher eine Kosmetik. Also wenn man wirklich die Kratzer optimal entfernen würde, würde man einen sehr aufwendigen Weg gehen. Das zeigen wir euch dann gerne auch mal im Level 3. So. Jetzt nehme ich mir das einmal ab und sehe schon, dass ich relativ viel schon entfernen konnte. Ich habe hier noch ein paar sehr grobe, wobei die teilweise auch so übel aussehen, dass man gar nicht sicher sein kann, ob die nicht schon durch den Lack sind. Dann nehme ich mir ein neues Stück, weil wie ihr hier sehen könnt, die Fasern werden platt gedrückt. Und mit den platten Fasern verliere ich Polierwirkung, weil die große Stärke von Mikrofaser liegt eben daran, dass ich eine enorm große Oberfläche habe und dadurch viel Faser mit Schleifmittel benetzen kann und dadurch eine effektive Polierwirkung erziele. Wenn die Fasern so runtergedrückt sind, dann passiert das nicht mehr. Deswegen nehme ich mir einen neuen Bereich vom Tuch, wickel mir das so um den Finger, dass ich damit irgendwie gut arbeiten kann. Gebe nochmal die gleiche Menge etwa rauf, mache nochmal einen Durchgang. Macht das ruhig als erstes oder aber auf jeden Fall vor der Finish-Politur, weil wenn ihr hier noch Polierreste habt, wo auch Schleifkörper drin sind, weil es ja noch nicht abpoliert ist und ihr da drüber wischt, kann es sein, dass die eben Mikrokratzer verursachen und die würde man dann mit einer schnellen Finish-Politur wieder rausbekommen. Aber nur nicht zum Schluss, das wäre nicht so gut. Vor allen Dingen nicht, wenn eben Heavy Cut nötig ist, sollte man wirklich hier nur ganz leichte Kratzer entfernen müssen mit einer Medium- oder Feinschleif, also Feinschleif- oder Hochglanzpolitur, dann würde das auch zum Schluss gehen oder auch als Einzelschritt, sage ich mal, ohne jetzt weiter zu polieren. Jetzt haben wir schon eine gute Defektkorrektur erreicht. Ich würde jetzt noch mal eine Runde hinterhergehen mit einer Medium Cut und dann soll es dafür auch reichen. Der letzte Durchgang, nochmal eine Finish Cut, also eine Hochglanz- oder auch Anti-Hologramm-Politur genannt. Hier ist eine kleine Besonderheit, hier arbeiten wir zuerst mit ein bisschen weniger Drehzahl, also so Stufe 4 etwa auf einer normalen Exzenter und drehen dann am Ende noch einmal ganz kurz hoch für einen halben Durchgang, um eben wirklich die Schleifkörper fein zu zerlegen und ein feines Ergebnis zu haben. Was man auch machen kann, ist, wenn die Politur noch relativ ölig ist und man das Gefühl hat, oh, die wird kleben beim Abwischen, kann man am Ende nochmal auf Stufe 2 oder 3 runterdrehen, nochmal einmal rübergehen und nimmt nochmal so ein bisschen Polieröle ins Pad auf. Ansonsten ist das Vorgehen auch wieder das gleiche. Wir polieren alle Bereiche genauso wie vorher, weil wir sie ja genauso weiter fein bearbeiten wollen. Den letzten Durchgang fahren wir nochmal schneller, also nicht nur von der Stufe, sondern auch von der Arbeitsgeschwindigkeit, einfach weil wir jetzt nicht mehr so viel Reibung brauchen, sondern damit man einfach nur noch mal alles einmal abzieht. Man sollte die Exzenter auch immer nicht frei ausdrehen lassen, das kann die Lager beschädigen. Ich mache es immer so, weil genau dieser Fleck auf dem Lack mich stört. Ich mache sie aus, hebe sie ab und halte von hinten einmal den Teller fest, dass einfach die Rotation gestoppt ist und die Exzenter der Motor ausdreht und nicht der Teller frei schwingt und dann reinstoppt. So, das war's für den oberen Bereich. Weil die Politur sehr ölig ist, mache ich jetzt gleich den unteren Bereich, lasse die im Moment antrocknen, dann geht sie leichter ab und mache dann alles zusammen weg. So, jetzt nehme ich schon mal das Klebeband ab, weil wenn ich zwischendurch immer den Fortschritt kontrolliere, weiß ich schon vor der Finish, dass ich den Zustand erreicht habe, den ich haben will. Wenn ich natürlich jetzt auch Hologramme oder andere Defekte entfernen müsste, würde ich vorher alles abwischen, kontrollieren und dann das Klebeband abmachen. Aber wir machen das jetzt schon mal und werden dann nochmal alles abwischen und alles entfetten. So, das Entfetten ist nach dem Polieren wirklich wichtig, vor allen Dingen, wenn man darauf hinarbeitet, dass man Defekte entfernt, um einfach zu kontrollieren, wie viele Defekte man entfernt hat, weil die Öle der Politur legen sich natürlich auch in Kratzer rein und beim Entfetten kann man einfach die restlichen Polieröle gut entfernen. Dafür kann man verschiedene Produkte nehmen. Es gibt spezielle Kontrollreiniger von Herstellern oder man nimmt Isopropanol. Das ist ein Alkohol, der sehr entfettend wirkt, aber den Lack halt in keinster Weise angreift. Und dann geht man halt einfach nochmal mit einer guten Lampe drüber und guckt auch nochmal, ob man irgendwo Bereiche vergessen hat, wo irgendwo noch ein Rest Politur ist. Zum Beispiel in dem Fall hier unten drin, weil da habe ich ja auch poliert. Man muss diesen Entfetter, also man hat dann auch eine leichte Schliere auf der Oberfläche, die kann man einen Moment abziehen lassen, weil das Produkt verdunstet an der Luft. Und dann guckt man sich einmal den Lack an und sieht ja, dass wir jetzt, also ich würde ihn so beurteilen, in dem Bereich vom Gesamtbild würde ich etwa sagen, vielleicht sind wir bei 75% der entfernten Kratzer. Wenn man die rauszählt, die man nicht entfernen kann, weil sie schon mindestens durch den Klarlack sind, also es wären hier im unteren Bereich solche Geschichten, dann sind wir, denke ich mal, etwa bei 85%. Vielleicht sogar an die 90%. Also wir haben den Bereich jetzt fertig poliert. Ich empfehle grundsätzlich immer das Vorgehen, ein komplettes Bauteil in allen Stufen, die man vornehmen will, fertig zu polieren, weil es auch oft so ist, dass man an einer Tür oder an einer Motorhaube ein bisschen länger polieren muss als an anderen Teilen. Und so hat man wirklich immer das Bauteil betrachtet, was man gerade vor sich hat. Einen anderen Vorteil hat es noch, wenn ich keinen empfindlichen Lack habe und diese Kanten hier abklebe, einfach um mir das Reinigen am Ende zu erleichtern, dann kann ich mir auch die Kante komplett abkleben, inklusive Lack, und ich lasse dann auf der anderen Seite keinen Teil aus, weil ich das Klebeband dann abmache und wieder auf die andere Seite klebe. Also ich empfehle immer, ein
Bauteil, alle Stufen durchzupolieren, fertig machen, abwischen, das ist fertig zum nächsten. Man kann auch sagen, ich mache erst Heavy Cut überall, Medium Cut überall und Finish überall. Das hat aber eben die Nachteile, dass ich viel mehr kleben und wischen muss. Aber das kann am Ende jeder selbst entscheiden. Was ganz wichtig ist, nach dem Polieren muss unbedingt irgendein Lackschutz auf den Lack, weil der ist jetzt wirklich nackt und auch sehr anfällig. Von daher, sei es ein Hybridwachs, eine Polymerversiegelung, Coating, was auch immer, irgendein Lackschutz muss da drauf. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Falls euch das ein bisschen zu viel noch war, guckt euch auf jeden Fall auch Level 1 und unseren Theorieteil dazu an. Falls euch noch Informationen fehlen sollten, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Profi seid oder Profi werden wollt und noch ein bisschen mehr Infos dazu haben wollt, wartet und guckt auf jeden Fall Level 3. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, eure Autolachs.